Guten Morgen an alle, ich bin Peter. Adele, ich fühle mich heute wirklich schrecklich. Ich glaube, ich muss dringend zum Arzt gehen. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Oh nein, Peter, was ist denn los? Du siehst wirklich nicht gut aus. Deine Stimme klingt auch ganz anders als sonst. Ja, ich höre das selbst. Ich habe eine Erkältung. Mein Hals tut weh, ich habe starke Kopfschmerzen und meine Nase läuft ständig. Gestern hatte ich auch Fieber und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das klingt wirklich nicht gut. Hast du schon einen Termin beim Arzt gemacht? Bei Fieber sollte man nicht zu lange warten. Ja, ich habe vor einer Stunde in der Praxis angerufen. Die Sprechstundenhilfe war sehr freundlich. Ich habe heute um 11 Uhr einen Termin bekommen. Adele, kannst du vielleicht mit mir kommen? Ich bin ein bisschen nervös. Natürlich komme ich mit. Aber warum bist du nervös? Der Arzt wird dir helfen. Das ist sein Beruf. Ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich meine Symptome richtig auf Deutsch erklären soll. Was sage ich, wenn der Arzt mich nach meinen Beschwerden fragt? Ich möchte nichts Wichtiges vergessen. Liebe Zuhörer, kennt ihr das auch? Es ist manchmal schwer, beim Arzt die richtigen Worte zu finden, besonders wenn man eine Fremdsprache spricht. Peter, ich helfe dir gerne. Du kannst sagen, ich habe Halsschmerzen, Kopfschmerzen und Schnupfen. Das sind die wichtigsten Symptome. Schnupfen? Was genau ist das? Ich habe dieses Wort schon gehört, aber ich bin nicht sicher. Schnupfen bedeutet, dass deine Nase läuft oder verstopft ist. Das ist typisch bei einer Erkältung. Auf Englisch sagt man runny nose oder stuffy nose. Ah, jetzt verstehe ich. Also sage ich, ich habe Schnupfen. Und was ist mit dem Fieber? Wie sage ich das am besten? Du sagst einfach, ich hatte gestern Fieber oder ich habe Fieber gehabt. Der Arzt wird wahrscheinlich nachfragen, wie hoch war das Fieber? Dann nennst du die Temperatur. Es war 38,5 Grad Celsius. Ist das viel? Ist das gefährlich? Ja, das ist schon etwas erhöht. Die normale Körpertemperatur liegt bei etwa 37 Grad. Bei 38 Grad spricht man von leichtem Fieber. Ab 39 Grad ist es hohes Fieber. Zuhörer, habt ihr auch manchmal Fieber, wenn ihr eine Erkältung habt? Wie messt ihr eure Temperatur? Schreibt es in die Kommentare. Adele, der Arzt wird mich sicher auch fragen, seit wann ich diese Symptome habe, oder? Genau. Das ist eine sehr wichtige Frage für die Diagnose. Du kannst sagen, seit 3 Tagen oder seit Montag. Wann haben deine Symptome genau angefangen? Lass mich überlegen. Am Sonntag habe ich angefangen zu niesen, das war nachmittags nach dem Spaziergang. Am Montag kam dann der Schnupfen dazu und am Dienstag hatte ich plötzlich Halsschmerzen und Fieber. Heute ist Mittwoch und es wird nicht besser. Dann sagst du zum Arzt, die Symptome haben am Sonntag angefangen. Erst hatte ich nur Niesen, dann kam am Montag der Schnupfen und am Dienstag kamen die Halsschmerzen und das Fieber dazu. So bekommt der Arzt ein klares Bild. Das ist sehr hilfreich. Ich schreibe mir das auf, damit ich es nicht vergesse. Was wird der Arzt noch fragen wollen? Der Arzt wird dich wahrscheinlich auch fragen, haben Sie Husten oder tut Ihnen noch etwas anderes weh? Er möchte alle Symptome kennen. Ja, ich habe auch ein bisschen Husten, aber nicht so schlimm wie der Schnupfen. Nur morgens und abends. Wie sage ich das am besten? Du sagst, ich habe leichten Husten oder ich huste manchmal, aber nicht sehr oft. Du kannst auch sagen, der Husten ist am Morgen schlimmer. Und wenn mir etwas wehtut, wie erkläre ich verschiedene Schmerzen genau? Gute Frage. Du kannst sagen, mein Hals tut weh oder ich habe Schmerzen im Hals. Du kannst auch sagen, mir tut der Kopf weh oder ich habe Kopfschmerzen. Wenn der Schmerz sehr stark ist, sagst du, ich habe starke Kopfschmerzen. Liebe Zuhörer, übt ihr auch diese Ausdrücke mit uns. Es ist wirklich wichtig, beim Arzt gut kommunizieren zu können. Schreibt in die Kommentare, welche medizinischen Wörter ihr schon kennt. Adele, wird der Arzt mich körperlich untersuchen? Ja, ganz sicher. Er wird wahrscheinlich deinen Hals und deine Mandeln anschauen, deine Lunge abhören mit dem Stethoskop und vielleicht auch deine Temperatur messen. Das ist eine normale Routineuntersuchung. Was genau bedeutet abhören? Das Wort kenne ich nicht so gut. Der Arzt benutzt ein Stethoskop. Das ist dieses Gerät mit den Ohrstöpseln. Er hört damit deine Lunge und dein Herz ab. Er prüft, ob alles normal klingt oder ob es Anzeichen einer Lungenentzündung gibt. Ah, verstehe. Das ist wichtig. Und was wird er mir dann geben? Bekomme ich Medikamente? Wahrscheinlich wird er dir ein Rezept ausstellen. Bei einer normalen Erkältung verschreibt der Arzt oft Schmerztabletten gegen die Kopfschmerzen, vielleicht Hustensaft oder Hustenbonbons und Nasentropfen oder Nasenspray für den Schnupfen. Was genau ist ein Rezept? Ich habe das Wort schon gehört, aber wie funktioniert das in Deutschland?
Ein Rezept ist ein offizielles Dokument vom Arzt. Darauf steht genau, welche Medikamente du brauchst und wie oft du sie nehmen sollst. Du gehst mit dem Rezept zur Apotheke und kaufst dort die Medikamente. Der Apotheker erklärt dir auch, wie du sie einnehmen musst. Zuhörer, habt ihr schon einmal ein deutsches Rezept von einem Arzt bekommen? War es schwer zu verstehen? Sind die Rezepte in eurem Land anders? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Adele, gibt der Arzt mir auch Ratschläge, was ich zu Hause tun soll? Ja, auf jeden Fall. Er wird dir wahrscheinlich sagen, trinken Sie viel Wasser und warme Getränke, ruhen Sie sich gut aus, bleiben Sie zu Hause und vermeiden Sie Kontakt mit anderen Menschen. Das ist sehr wichtig bei einer Erkältung, damit du andere nicht ansteckst. Soll ich auch bestimmte Dinge essen oder bestimmte Dinge vermeiden? Der Arzt empfiehlt oft warme Getränke wie Kräutertee mit Honig und Zitrone. Das hilft sehr gut bei Halsschmerzen. Und Hühnersuppe ist auch ein klassisches Mittel bei Erkältungen. Viele Ärzte empfehlen das tatsächlich. Hühnersuppe? Wirklich? Hilft das wirklich medizinisch? Ja, Hühnersuppe ist ein sehr altes Hausmittel. Studien zeigen, dass warme Hühnersuppe tatsächlich hilft. Sie enthält Nährstoffe, die das Immunsystem stärken, und die Wärme tut dem Hals gut. Das ist interessant, liebe Zuhörer. Esst ihr auch Hühnersuppe, wenn ihr krank seid? Was sind eure traditionellen Hausmittel gegen Erkältungen? Schreibt es in die Kommentare, ich bin sehr neugierig. Gute Idee, Peter. Es ist wirklich spannend zu hören, welche verschiedenen Hausmittel Menschen in verschiedenen Ländern und Kulturen benutzen. Jedes Land hat seine eigenen Traditionen. Adele, wie lange dauert eine normale Erkältung normalerweise? Wann werde ich wieder gesund sein? Eine normale Erkältung dauert etwa eine Woche, manchmal auch 10 Tage. Der Arzt wird dir wahrscheinlich sagen, wenn es nach einer Woche nicht besser wird oder wenn es schlimmer wird, kommen Sie bitte wieder in die Praxis. Und bekomme ich auch eine Krankschreibung? Was genau ist das und wofür brauche ich sie? Eine Krankschreibung ist ein offizielles Dokument, das bestätigt, dass du krank bist und nicht arbeiten kannst. Du brauchst es für deinen Arbeitgeber, damit er weiß, warum du fehlst. Darauf steht auch, wie lange du voraussichtlich krankgeschrieben bist. Ah, verstehe, ich arbeite ja im Büro mit vielen anderen Menschen. Ich brauche also definitiv eine Krankschreibung für meinen Chef, sonst denkt er vielleicht, ich mache nur frei. Genau. Du sagst zum Arzt, ich brauche bitte eine Krankschreibung für meinen Arbeitgeber. In Deutschland ist das sehr wichtig. Ohne Krankschreibung kannst du Probleme bei der Arbeit bekommen. Das ist sehr wichtig zu wissen. Zuhörer, übt bitte diese Sätze mit uns. Sie sind wirklich essentiell im deutschen Alltag. Man weiß nie, wann man sie braucht. Peter, wir sollten uns langsam auf den Weg machen. Dein Termin ist in 30 Minuten und die Arztpraxis ist 10 Minuten zu Fuß von hier. Du hast völlig recht. Ich nehme schnell meine Versichertenkarte mit. Die brauche ich beim Arzt, oder? Ohne sie kann ich nicht behandelt werden. Stimmt das? Ja, absolut. Die Versichertenkarte ist extrem wichtig in Deutschland. Ohne sie kannst du normalerweise nicht zum Arzt gehen. Sie zeigt, dass du krankenversichert bist und dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Gut, ich habe sie sicher in meiner Brieftasche. Soll ich noch etwas anderes mitnehmen? Gibt es noch wichtige Dokumente? Wenn du bereits andere Medikamente regelmäßig nimmst, bringe am besten eine Liste mit oder die Packungen selbst. Der Arzt muss wissen, welche Medikamente du nimmst, weil manche Medikamente sich nicht vertragen. Ich nehme keine regelmäßigen Medikamente, nur manchmal Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel. Das ist in Ordnung. Erwähne es einfach, wenn der Arzt dich fragt, nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Dann sagst du, nein, nur manchmal Vitamine. Liebe Zuhörer, jetzt bin ich viel besser vorbereitet für den Arztbesuch. Danke, Adele, für deine geduldige Hilfe und all die Erklärungen. Sehr gerne, Peter. Zuhörer, habt ihr heute viel Neues gelernt? Habt ihr jetzt mehr Sicherheit für einen Arztbesuch auf Deutsch? Übt diese wichtigen Ausdrücke immer wieder. Ja, und vergesst nicht, wenn ihr krank seid, geht bitte zum Arzt. Wartet nicht zu lange. Eure Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Absolut richtig. Liebe Zuhörer, schreibt bitte in die Kommentare, welche deutschen Wörter zum Thema Gesundheit und Arztbesuche möchtet ihr noch lernen? Was interessiert euch besonders? Und erzählt uns auch, wie funktioniert das Gesundheitssystem in eurem Land? Ist es sehr anders als in Deutschland? Muss man lange auf Termine warten? Das sind wirklich spannende Fragen. Wir freuen uns sehr auf eure Antworten und eure Geschichten aus euren Ländern. So, Adele, jetzt machen wir uns auf den Weg zur Arztpraxis. Ich bin jetzt viel weniger nervös als vorher. Ich weiß jetzt genau, was ich sagen muss. Das freut mich sehr zu hören.
Du wirst sehen, der Arzt ist sehr nett und hilfsbereit. Deutsche Ärzte nehmen sich normalerweise Zeit für ihre Patienten. Das beruhigt mich. Bis bald, liebe Zuhörer. Wir sehen uns im nächsten Video von Wow Spoken German. Auf Wiedersehen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und übt fleißig euer Deutsch. Wir sehen uns bald wieder.